Das Thema Führung ist ja ein absoluter Dauerbrenner. Man lernt nie aus. Und mit unseren 4 Grundprinzipien liegt dir immer goldrichtig. Check it out. Hey und herzlich willkommen. In diesem Video haben wir 4 Grundprinzipien für euch vorbereitet, die für jeden Leader extrem wichtig sind. Und zu jedem Prinzip haben wir noch praktische Tipps, wie ihr diese stärken könnt. Überlegt gerne mal selbst, was war bisher eure beste und was war so eure schlimmste Teamerfahrung und warum war das so? Ich gebe euch mal ein Negativbeispiel. Ich war mal im Urlaub mit Freunden, hatte mich super drauf gefreut, Sommer, Sonne, Strand, Erholung, stellte sich vor Ort raus, die hat mich nur mitgenommen, um als Babysitter einzuspringen. An sich ja nicht schlimm, was mich aber gestört hat, sie hätten mich vorher fragen können. Ein positives Beispiel für eine Teamerfahrung ist, dass ich mal ein super stressiges Projekt hatte, mit anderen Kolleginnen und Kollegen sehr, sehr lange in einem Raum gesessen war und wir überhaupt nicht zum Mittagessen gekommen sind. Und irgendwann sind wir raus und dann standen ein paar Teller vorbereitet von anderen Kollegen mit: Hey, wir wissen, ihr habt es stressig und wir wollten euch was Gutes tun. Warum war das so schön? Weil ich gemerkt habe, wir achten aufeinander und die anderen haben so ein bisschen für uns mitgedacht. Grundprinzip Nummer 1, Trust. Also Vertrauen. Vertrauen ist die Basis, die dafür sorgt, dass wir uns sicher fühlen. Warum ist das so wichtig? Na, wenn wir uns unsicher fühlen, dann ist unser Gehirn die ganze Zeit damit beschäftigt zu überlegen, wie reagiere ich auf diese Gefahr? Und dann ist es ganz schön schwer, sich auf Inhalte oder aufs Arbeiten zu konzentrieren. Was könnt ihr also machen, um Vertrauen aufzubauen? Zum einen Vertrauen schenken und zum anderen Versprochenes einhalten und damit zeigen, dass ihr vertrauenswürdig seid. Das zweite Prinzip ist Transparency, also Transparenz. Hier geht es darum, klarzumachen, was sind die Hintergründe, sodass die anderen den Sinn verstehen können. Was könnt ihr machen, um Transparenz zu erzeugen? Ganz einfach, das Warum erklären. Also zum Beispiel, warum ist diese Arbeit im großen Kontext wichtig? Oder warum bitte ich genau dich, diese Aufgabe zu übernehmen? Grundprinzip Nummer 3, Talking. Also reden, und zwar miteinander reden. Das heißt, klar in der eigenen Kommunikation sein und aufmerksam darin, was andere zu sagen haben. Was könnt ihr ganz gezielt tun, um dieses Miteinanderreden zu fördern? Zum einen Dinge von euch selber teilen, zum anderen aktiv zuhören, wenn andere sprechen und zum dritten nachfragen, ob ihr euch auch wirklich richtig verstanden habt. Prinzip Nummer 4, Teamfokus. Das heißt, das Wir steht im Mittelpunkt und es geht darum, dass wir uns mit den unterschiedlichen Stärken ergänzen können. Was könnt ihr machen, um den Teamfokus zu stärken? Ihr könnt Möglichkeiten schaffen, in denen sich die Teammitglieder besser kennenlernen können. Mehr Wissen über ihre Stärken, über das, was sie gut machen, über das, was sie gerne machen. Und ihr könnt Raum für gemeinsame Erlebnisse schaffen, denn die schweißen zusammen. Schreibt uns in die Kommentare, welches der 4 Prinzipien für euch das Wichtigste ist und wie ihr es in der Praxis anwendet. Und damit euch diese Grundprinzipien immer begleiten, denkt einfach an die 4 Ts. Trust, Transparency, Talking und Teamfokus. Check it out.